Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Pull Up and Dip. Mein Name ist Flex und ich zeige dir heute, wie man Klimmzüge richtig ausführt. Ich zeige dir die richtige Technik und vor allem Fehler, die du vermeiden solltest. Viel Spaß bei diesem Video. Um den Klimmzug effizient und vor allem nachhaltig auszuführen, gibt es verschiedene Punkte, die du beachten solltest. Das Ganze schauen wir uns jetzt an. Dazu haben wir den Andi mit dabei, der uns das Ganze vormacht, und ich werde dir erklären, was zu beachten ist. Starten wir mit der Griffbreite. Im Idealfall, als kleiner Tipp, vom Ellbogen bis zum Mittelfinger ist bei den meisten Personen die perfekte Griffbreite. Plus minus 1-2 cm, dann greifst du etwas breiter als schulterbreit. Starten wir an die Stange ran, gehen im Obergriff an die Stange, circa schulterbreit, bisschen mehr, genau. Schultern sind erstmal entspannt, dann bringen wir unseren Gluteus auf Spannung, das heißt, unseren Hintern wird maximal angespannt. Wir versuchen, die Stange zu brechen, um hier die Schulterblätter nach hinten unten zu bekommen. Genau, perfekt. Und dann ziehen wir uns nach oben. Genau, perfekt. Nochmal. Beim nach oben ziehen schauen wir, dass die Ellbogen, so weit es geht, am Körper bleiben. Genau, Pause. Genau, und schauen wir, dass die Ellbogen wirklich am Körper bleiben. Und das Allerwichtigste ist, dass die Schultern hinten unten in einer Depression-Retraktion sind und dort verankert bleiben. Da ist es enorm wichtig, dass du nicht die Schultern hier oben hast oder hier vorne, sondern wirklich hinten unten, und das ist auch das größte Problem bei 90% der Personen, die mit dem Klimmzugtraining anfangen oder nicht wissen, auf was sie achten sollen. Deswegen für dich unbedingt darauf achten. Kommen wir nun zu den größten Fehlern, die sehr viele Leute machen, wo du darauf achten kannst, diese zu vermeiden. Das erste, wie eben schon angesprochen, ist die Schulterposition. Also wenn du gesunde Schultern haben möchtest, dann konzentriere dich darauf, deine Schultern nach hinten, unten zu ziehen, in eine Depression-Retraktion zu bringen und dort zu halten. Das Ganze sieht so aus, wenn man es nicht macht. Das heißt, wir haben die Schultern eigentlich hier oben. Zieh dich hoch, genau. Genau. Da siehst du schon, die Schultern sind nicht wirklich in einer richtigen Position. Sie sind permanent hier und rotieren dann hier oben auch extrem nach innen. Das muss vermieden werden. Dieses Problem taucht meistens auf, wenn du einfach noch nicht stark genug bist, Klimmzüge sauber zu machen. An diesem Punkt heißt es einfach Ego zurück und lieber an der Basis arbeiten, um wirklich schöne, saubere Klimmzüge zu haben, um gesunde Schultern für dein Training zu bekommen. Der zweite große Fehler ist Half Reps, nennen wir das Ganze. Wir arbeiten meistens, oder wir schauen, dass wir immer über die komplette Range of Motion arbeiten. Das bedeutet, wir starten aus dem Dead Hang und ziehen uns mit dem Kinn über die Stange. Der größte Fehler hier natürlich ist, wir ziehen uns nicht ganz nach oben und gehen nicht ganz nach unten. Das sieht dann dementsprechend so aus. Genau, super, Dankeschön. Wie du gesehen hast, man ist permanent unter Spannung, man arbeitet nicht über die volle Range of Motion. Das sind einfach keine schönen Klimmzüge, deswegen bitte das vermeiden, auch hier Ego zurück und an der Basis arbeiten. Kommen wir zu Fehler Nummer 3, und zwar Momentum und Kippbewegungen in den Klimmzug mit einzubringen. Das heißt, wir schauen, dass wir wirklich den Gluteus maximal angespannt haben, Bauch ist angespannt und wir arbeiten wirklich nur aus der Kraft. Der größte Fehler hier ist eben genau das nicht zu machen, keine Spannung zu haben, die Knie nach oben zu werfen, eine Pendelbewegung reinzubringen, um das Kinn nach oben zu bringen. Das schaut dann im Endeffekt so aus. Genau, nochmal. Sehr gut.
Danke. Auch das gilt es zu vermeiden, denn wir wollen stärker werden und hier, ja, da veräppelst du dich im Endeffekt nur selber. Deswegen bitte auch hier Ego zurück. Das waren die größten 3 Fehler, die du beim Klimmzug vermeiden solltest. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du konntest den ein oder anderen Tipp für deinen Klimmzug mit nach Hause nehmen und weißt ab jetzt, auf was zu achten ist. Wenn dich das Thema Klimmzüge, Calisthenics Training mehr interessiert, dann empfehle ich dir die Calisthenics Academy von Pull Up in Dip. Das ist eine Plattform, wo wir dir alles rund um das Training, Ernährung mitgeben. Du die Möglichkeit hast, Videos einzusenden und professionelles Technikfeedback zu bekommen, damit wir auch wirklich sicher gehen, dass deine Ausführungen richtig sind. Dort findest du strukturierte Trainingspläne, wie du zum Beispiel deinen ersten Klimmzug erlernst, wie du 10 Klimmzüge schaffst oder 20, wie du deinen Handstand oder Muscle-Up erlernst. In diesem Sinne sehen wir uns in der Academy. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Dein Flex. Ciao.